Warum zum Handhobel greifen, wenn es auch Maschinen gibt? Leute, ganz einfach, weil es Spaß macht, weil es natürlich leise ist, keinen Staub produziert und du präzise damit arbeiten kannst und du natürlich auch das Holz richtig spürst. Für manche Arbeiten ist es auch der einzige Weg. Heute zeige ich euch, welche Hobel die wichtigsten sind, wofür man sie verwendet und vor allem gebe ich euch noch Tipps und Tricks, wo ihr die günstigsten Hobel herbekommt und wie man vor allem noch vielleicht einen alten Hobel herrichten könnte. Hobeln ist der Abtrag feiner Holzschichten, um Flächen zu glätten, zu begradigen oder anzupassen. Aber jetzt erstmal Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Hobel Jens und Thema heute ist wirklich das Hobeln. Aber Jens, es gibt doch Maschinen dafür. Aber Jens, das ist doch viel zu anstrengend. Da komme ich ja ins Schwitzen. Und aber Jens, ich habe keine Hobel, ich möchte mir auch keine kaufen und so weiter und so fort. Solche Kommentare kommen bestimmt wieder. Aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, Leute. Hey, dieses schöne Handwerk ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Dieses Video wird ein 2- oder vielleicht sogar ein 3-Teiler. Im ersten Teil schauen wir uns einfach mal an, was für Hobel gibt es denn überhaupt und wofür sind sie gedacht. Dann schauen wir uns natürlich noch an, denn Handhobel sind mal richtig teuer teilweise. Und wir schauen uns mal an, wo wir dann günstige Hobel sehr günstig herbekommen. Und vor allem, wir wollen dann mal schauen, wie man so einen alten Hobel dann auch vielleicht teilweise noch restaurieren kann. Leute, wir starten gleich mal rein ins Video. Was gibt es denn für einen Hobel? Hier auf dem Tisch liegt nur eine mini kleine Auswahl an Hobeln. Das ist halt, was ich gerade irgendwie da habe. Und da gehen wir jetzt einfach mal drüber. Schaut mal, das ist ein Schiffshobel. Das kann ich dann wirklich hier verbiegen, das Ganze, in weiß Gott welche Richtungen. Wir haben hier einen Zahnhobel. Wir haben hier einen Hohlkehlenhobel. Ihr seht es ja gerade mal von der Form her. Hier ebenso. Und jetzt kommen wir dann langsam zu den interessanteren Hobeln. Und das ist jetzt hier ein Schrubbhobel. Wir haben einen Simshobel. Wir haben hier zweimal einen Putzhobel. Wir haben einen Reformputzhobel hier drüben. Und wir haben einen Schlichthobel. Und zwar dann auch noch einen Einhandhobel, der mini kleine hier, der ist richtig süß, der gefällt mir, den mag ich sehr gern. Und auch noch eine Raubank. Aber für was sind diese ganzen Hobel denn gedacht? Ich sage jetzt mal so, die ganzen anderen Hobel, die wir da vorne gezeigt haben, und zwar diese hier drüben, diese hier, die tun wir einfach mal schon mal zur Seite schieben, weil das sind so Sachen, die man eigentlich so gut wie nie braucht. Jetzt kommen wir erstmal zum ersten Punkt. Wo bekomme ich denn überhaupt so Hobel her? Jetzt mal ganz ehrlich, ganz logisch. Geht's in ein Geschäft, kauft die Dinger online, überhaupt kein Stress. Aber die Qualitätshobel, die kosten mal richtig Geld. Ab 100 € aufwärts. Boah, Jens, spinnst du? 100 € für so einen Hobel oder mehr sogar? Geht gar nicht. Und jetzt mein Tipp an euch. Geht's auf Flohmärkte. Hey, ihr habt da teilweise Schnäppchen richtig gut. Zum Beispiel dieser Ulmia, der kostet im Geschäft über 100 €. Ganz ehrlich, auf dem Flohmarkt für 15 €. Hier dieser Stanley, dieser Metallhobel sogar, der kostet auch ein Schweinegeld. Ich glaube sogar 150 €. Ich glaube, das waren so 20 € Schnäppchen pur. Aber ihr müsstet natürlich auch auf ein paar Sachen achten, was ihr dann auf dem Flohmarkt praktisch kauft. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Wichtig ist einfach nur, ihr müsst euch immer bei jedem Hobel, den ihr auf dem Flohmarkt seht, einfach mal die Hobelsohle anschauen. Also die sollte möglichst überhaupt keine Risse haben und ich sage jetzt mal möglichst gerade sein. Wir haben zwar hier auch einen ganz leichten Schaden hier drin, ihr könnt es vielleicht erkennen, aber das spielt hier auf dieser Fläche überhaupt keine Rolle. Das Hobelmaul ist auch ganz wichtig und zwar auf dieser Seite hier. Da sollte dieses Hobelmaul wirklich möglichst gerade sein, dass das auch noch irgendwie stimmt. Bei den Messern müsst ihr natürlich auch noch darauf achten, wenn das Messer jetzt komplett, sowas ist hier, ja, man kann es dann schon noch schleifen, wenn es jetzt ein bisschen verrostet ist, wie bei diesem Simshobel. Apropos Simshobel, ja, ich weiß, dieser Keil da ist noch nicht ganz, ich glaube, das ist nicht der richtige, da können wir uns ja einen neuen machen, kein Stress, der hat 5 € gekostet und dieses Hobelmesser hier, gut, es ist leicht verrostet, ist aber überhaupt kein Stress mehr und ganz leicht schräg angeschliffen, aber das können wir alles noch restaurieren und das können wir so gut wie
wie neu machen, dieses Ganze. Also auf diese Sachen müsst ihr definitiv auf Flohmärkten einfach achten, was ihr da dann kauft. So Leute, wir schauen uns mal diesen Hobel an. Das ist ein Putzhobel und zwar 15 € Ulmia auf dem Flohmarkt gekauft. Und ich muss sagen, der ist echt noch, steht da richtig gut noch da. Wir wollen uns aber trotzdem jetzt einfach mal ein bisschen herrichten und deshalb fangen wir mal an, diesen Hobel auseinanderzubauen. Also das heißt erstmal Keil raus, dann nehmen wir das Messer einfach mal raus und schauen uns mal die Hobelsohle an. Also da können wir mal trotzdem einmal kurz drüber schleifen dann nachher. Kommen wir gleich dazu. Hobelmaul ist richtig schön sauber und gerade. Zum Messer. So, das Messer werden wir jetzt erstmal auseinanderbauen. Und da haben wir ja praktisch hier das Messer selber. Das ist das Messer und hier haben wir noch die Klappe da. Wofür ist diese Klappe gedacht? Das ist dann praktisch dafür, dass der Span besser brechen kann und es ist einfach für feinere Arbeiten und das Ganze dann ohne Ausrisse. Fangen wir mit dem ersten Schritt an. Wir müssen das Messer erstmal schärfen. Und zwar für diejenigen, die jetzt eine Hobelbank haben, die haben sich vielleicht auch manchmal schon gewundert, wozu diese Beilade ist. Diese Beilade ist das hier. Das ist auch sehr praktisch, um die Messer zu öffnen. Denn wenn ihr das Messer nämlich so einfach öffnet, die Schrauben sind so bombenfest zu. Und wenn ihr das Ganze so macht, ihr verletzt euch nur. Ihr habt da eine scharfe Klinge vorne dran und rutscht dann vielleicht mit dem Schraubenzieher ab. Nee, schaut's mal Leute, ganz einfach. Ihr legt das Ganze in die Beilade unten rein und nehmt dann den Schraubenzieher, natürlich auf die richtige Seite und könnt somit dann diese Schraube ganz einfach und sicher aufdrehen. Dafür ist sie auch gut. Praktisch, gell? Das Wichtigste sind natürlich scharfe Hobelmesser und darum kümmern wir uns jetzt einfach mal bei unserem 15 € Hobel. Und zwar, ganz wichtig, Schleifmaschine. Wer das keine Schleifmaschine hat, das geht auch per Hand natürlich. Kommen wir gleich nochmal zum Sprechen. Hier, ich habe das Privileg, eine Schleifmaschine, eine Messerschleifmaschine zu haben. Dort kann ich natürlich auch Hobelmesser schleifen. Da gibt's auch ein schönes Video darüber. Das kann ich euch gerne nochmal da oben nochmal verlinken. Schaut euch das Video auch nochmal an, wenn euch das hier interessiert. Aber es gibt natürlich auch eine Variante mit so einem Schleifstein und mit so einer Rolle darüber, das Ganze festzuspannen. Das baut man sich für 2-3 € selber. Da gibt's aber genug Videos im Netz. Schaut einfach mal bei YouTube nach, wie das dann dort funktioniert. Beim Schleifen ist es wirklich mal ganz wichtig, dass wir beim Hobelmesser, bei diesem Hobelmesser sind wir circa zwischen 25 und 35 Grad. Ich würde jetzt sagen, 30 Grad ist eher für die Harthölzer gedacht, für Weichhölzer sind wir da irgendwo so bei 25 Grad und die müssen wir uns einfach mal da anschleifen. Des Weiteren ist es auch immer ganz wichtig, dass ihr die Schneiden, und zwar diese Schneiden, wenn man das Ganze mit so einer Maschine macht, dann können wir da keine leichte Rundung reinmachen, sondern wir müssen dann, ich sage jetzt mal am Schluss, wenn wir dann die Schneide richtig schön scharf haben, müssen wir die Ecken, die ganz kleinen, die Seitenecken, so bei 0,2 mm circa ein bisschen brechen. Also wir müssen da eine ganz leichte Rundung reinmachen, damit wir später beim Hobeln einfach keine Riefen haben. Aber ich würde jetzt sagen, ich werde jetzt erstmal anfangen, dieses Messer hier zu schleifen und wir sehen uns gleich nochmal. Und natürlich das Messer, wenn es natürlich vorher verrostet ist, müsst ihr natürlich erstmal das Messer, das Grund entrosten einfach mal. Jetzt habt ihr gerade noch gesehen, dass ich hier so eine kleine Phase reingemacht habe und damit wir keine Kanten im Hobelschnitt haben. So, jetzt probieren wir natürlich jetzt erstmal unseren obligatorischen Papiertest, ob das jetzt wirklich auch scharf ist. Ach, wunderbar, schaut's mal. Super, super sauberer Schnitt. Perfekt, ohne Ausrisse. Geschärft ist es, das Messer, und wir müssen uns jetzt mal die Hobelsohle anschauen. Ich muss ganz ehrlich sein, die schaut schon relativ gut aus hier, unser Flohmarktfund. Aber was ihr jetzt machen müsst ist, wir machen jetzt einen weichen Bleistift und malen da erstmal ein paar Striche drauf. So, dass wir da einfach Striche haben und das Ganze wollen wir jetzt mal schleifen. Wir machen es nicht mit der Maschine, wir machen es einfach per Hand. Dazu spannt ihr euch ein Schleifpapier auf den Tisch und dann wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen, ich sage jetzt mal, losschleifen und schauen mal, wie gerade diese Sohle ist.
So, die Striche könnt ihr jetzt erkennen mit dem weichen Bleistift, um festzustellen, wo dann praktisch geschliffen wird. Einfach mit der Leiste festspannen, ein Schmirgelpapier und dann mit der Hand mache ich das Ganze und schleife dann so lang, bis die Sohle einfach wieder passt. Ah, das schaut ja schon mal sehr, sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Also ihr seht, es ist super, super eben. Wie gesagt, hier habe ich einen kleinen, mini kleinen Schaden drin. Der ist aber echt nicht schlimm. Ich denke mal, das war's eigentlich schon. Also hier muss ich jetzt wirklich nicht viel machen an dieser Sohle. Es kann natürlich sein, dass ihr dann andere auf dem Flohmarkt habt, die dann ein bisschen schlimmer ausschauen. Dann müsst ihr halt ein bisschen mehr schleifen. Gut, kommen wir weiter zum Messer und dann werden wir es probieren. Gut, bauen wir das Messer wieder zusammen. Und zwar, wir haben ja bei einem Putzhobel, Reformputzhobel und bei der Raubank haben wir ja noch eine Klappe. Das ist diese Klappe, die kommt dann praktisch hier drauf. Und zwar ist die Klappe dafür da, dass der Span schneller brechen kann und dass wir einfach einen feineren Span haben. Es bringt dann einfach nichts, wenn ihr die Klappe irgendwo da hinten hin macht, sondern ihr müsst diese Klappe schon, ich sage jetzt mal 1 Millimeter kurz vor die Schneide anbringen und nur dann hat sie eine Funktion. Das heißt, ihr haltet das Ganze hin, schraubt das Ganze zu und dann geht es praktisch wieder in eure Beilade und wenn ihr eine habt natürlich und dreht das Ganze praktisch fest zu. Und jetzt können wir das Ganze probieren, können es in den Hobel reinmachen und wollen jetzt natürlich mal schauen, wie scharf wir geschärft haben und wie gut er funktioniert. Also die Sohle schaut mir echt super aus. So, das habe ich wieder zusammengebaut. Jetzt wollen wir mal schauen, wie scharf dieses Messer ist, die Klinge ist und wie das Ganze funktioniert in einem Hobel, wie man den richtig einstellt und so weiter und so weiter. Da werden wir in einem anderen Video drauf eingehen, also bleibt es dann auf jeden Fall dran. So, jetzt wollen wir mal schauen, wie gut das Messer geschärft worden ist. Ah, schaut euch mal diese schönen Späne an, was da rauskommt. Wunderbar. Dünner wie Papier. Wunderbar. Die Restauration von diesem Hobel hat super funktioniert, von unserem günstigen Flohmarkthobel. Und jetzt kommen wir aber zu dem anderen Thema. Das andere Thema wäre ja gewesen, ich möchte euch erklären die Unterschiede der wichtigsten Hobel. Und zwar, wenn ihr auf den Flohmarkt geht, ihr wisst ja gar nicht Bescheid, wenn ihr keine Ahnung von Hobel habt, was soll ich denn kaufen? Und dann, deshalb gehen wir jeden einzelnen Hobel jetzt mal ganz schnell durch und ich erkläre euch, wie er ausschaut und welche Funktion er hat, damit ihr auf dem Flohmarkt das Richtige kauft. Wir gehen jetzt in der Reihenfolge der Benutzung der Hobel, gehen wir jetzt alle einfach mal durch. Und zwar, was ist das erste, was wir benutzen? Und zwar wäre das der Schrubhobel. Das ist dieser hier. Der Schrubhobel ist für den Abtrag von Material gedacht. Er kommt zum Einsatz, wenn ein Werkstück grob begradigt oder in Form gebracht werden muss oder auch halt von Sand und Dreck einfach gereinigt. Also ihr habt da so ein sägeraues Brett, man sieht es vielleicht, es ist richtig sägerau und das muss ich jetzt erstmal grob abrichten, grob begradigen einfach nochmal. Wie erkennt ihr einen Schrubhobel? Es ist ganz einfach. Gerade Hobelsohle und wir haben jetzt hier ein balliges, geschliffenes Messer, also ballig geschliffen. Könnt ihr das hier erkennen? Also ihr seht, wir haben da eine Rundung drin und es ist ballig geschliffen. Daran erkennt ihr einen Schrubhobel. Kommen wir zum Schlichthobel. Der Schlichthobel wird nach dem Schrubhobel eingesetzt. Der Schlichthobel ist ein universaler Hobel für Zwischenarbeiten. Er kommt meistens, also wie gesagt schon nach dem Schrubhobel, aber vor dem Putzhobel oder vor der Raubank zum Einsatz. Und wozu ist er gedacht? Zum grob Schlichten von Flächen, Entfernen von den Schrubbspuren vom Schrubhobel und für die erste Glättung zum Beispiel auch nach dem Sägen. Wie erkennt ihr einen Schlichthobel? Das ist ganz einfach und zwar, wenn man den jetzt mal anschaut und das Messer rausholt, wir haben bei diesem Messer keine Klappe mit dran. Also das heißt, das schaut eigentlich schon so aus wie der Putzhobel, aber halt ohne Klappe. Und daran erkennt ihr praktisch schon mal das erste am Schlichthobel.
Jetzt kommen wir zum nächsten Hobel. Das wäre normalerweise die Raubank. Warum normalerweise? Wenn ihr jetzt so kleine Sachen habt zum Hobeln, da braucht ihr natürlich keine Raubank dazu. Wofür ist eine Raubank? Die Raubank ist einer der längsten Hobeltypen und wird zum Abrichten von Flächen und Kanten verwendet. Also zum Gerademachen. Ihr seht auch, durch die Länge gleicht sie automatisch die Höhenunterschiede aus. Und es ist zum Beispiel zum Schlichten von Brettern oder von Bohlen zum Beispiel gedacht. Wie erkennt ihr eine Raubank? Natürlich, ihr seht es an der Größe natürlich. Gibt es natürlich auch noch verschiedene Längen von Raubänken. Daran erkennst du das. Und am Messer genauso. Das Messer ist genauso auch wieder mit Klappe ausgestattet, damit der Span einfach schneller brechen kann. Schauen wir uns mal den Putzhobel an. Der Putzhobel ist für die feinsten Arbeiten gedacht, vor allem Kletten und Endbearbeiten von Holzoberflächen, nach dem Schlichten oder auch nach dem Maschinenhobeln. Was sind die Besonderheiten? Wir haben ein sehr fein geschärftes Messer. Ihr habt es ja gerade vorhin auch gesehen beim Schärfen. Das ist ja dieser Hobel und hat oft auch ein leicht balliges Eisen. Aber jetzt stellt euch dieses Eisen ja nicht so vor wie beim Schrubhobel. Beim Schrubhobel ist es ja richtig ballig, sondern so wie ich es euch vorhin erklärt habe, dass wir einfach eine leichte Phase an den Ecken haben und eine ganz, ganz leichte ballige Form von diesem Messer, dass man das ganz leicht rund schleifen könnte, aber nur um 2 bis 3 Zehntel. Wir haben ein relativ kleines Hobelmaul, damit wir für dünne Späne einfach haben. Oberfläche wird extrem glatt und ist eigentlich so gut wie fast richtig glatt poliert, kann man schon sagen. Schauen wir uns mal den Reformputzhobel an. Das ist dieser hier. Und zwar der Unterschied zum Putzhobel ist jetzt nicht ganz so groß. Der liegt vor allem darin in der Feinjustierung und Flexibilität beim Arbeiten. Beide dienen praktisch der Feinglättung von Holzoberflächen, aber der Reformputzhobel ist halt dann noch so die Luxusversion mit mehr Kontrolle. Aber warum? Wir haben hier auch ein Eisen mit einer Klappe oben drauf. Es unterscheidet sich jetzt nicht zum Putzhobel, zu dem hier. Aber wir haben das einen ganz großen Unterschied, und zwar hier die Maulöffnung. Wir können diese Maulöffnung einfach nochmal von der Größe her verändern. Das heißt, wir können noch näher zum Messer ranfahren. Und was bringt das Ganze? Der Span, der bricht noch früher als beim Putzhobel, um Ausrisse im Holz zu verhindern. Wichtig gerade zum Beispiel, wenn man gegen die Maserung hobelt. Jetzt schauen wir uns mal so einen ganz kleinen Süßen an, und zwar den Einhandhobel. Ich finde den so süß einfach, diese kleinen Dinger. Der Einhandhobel ist klein, ist kompakt, ist handlich. Er wird mit der Hand einfach geführt, mit einer Hand geführt und ist ideal für kleine Korrekturen, Kantenbearbeitung, Feinarbeit. Also wenn ihr jetzt hier zum Beispiel eine Phase reinmachen will, zack, gehe ich einfach mal drüber und schon habe ich so einen richtig schönen kleinen Mini-Span und kann damit einfach ganz einfach arbeiten. Also das ist jetzt echt richtig cooles kleine Ding. Hat eine flache Bauform, hat einen kurzen Körper und für niedrige Schneidwinkel, Hirnholz und so weiter, liegt gut in der Hand, auch für kleine Werkstücke. Also ist richtig cool und gibt es auch in verschiedenen Größen. Schauen wir uns den letzten der gängigsten Hobel an, den Sims-Hobel. Der Sims-Hobel hat ein seitlich durchgehendes Hobeleisen, also ihr seht es, die Kante der Hobelsohle reicht genau bis zum Messer. Dadurch kann er Falze, Nuten und Kante präzise bearbeiten. Also Stellen, wo ein normaler Hobel also nicht wirklich wegen den breiten Wangen hinkommt. Also ihr seht ja hier die Wange, da kommt der normale Hobel ja nicht hin. Also ihr seht es jetzt gerade hier, wenn ich jetzt hier einen Falz habe, da komme ich dann wirklich komplett bis an den Rand und kann dann wirklich hier schön auch noch diesen Falz hier einfach hobeln. Diesen Sims-Hobel gibt es in verschiedensten Ausführungen. Wir haben jetzt hier die einfachste Variante. Wir haben da noch ein verstellbares Hobelmaul, wie ihr gerade beim Putzhobel gesehen habt, beim Reformputzhobel. Und wir haben da mit Klappe, wir haben ohne Klappe, wir haben Anschläge mit dran, ohne Anschläge und so weiter und so fort. Jetzt seht ihr auch gerade mal hier, da war ja der falsche Keil mit dabei bei diesem Flohmarktfund für 5 Euro. Ich habe mir jetzt ganz einfach, ihr seht es jetzt einfach aus Eiche, einen neuen Keil gemacht. Innerhalb von 5 Minuten, 10 Minuten war der fertig und schon funktioniert auch dieser Keil hier mit diesem Sims-Hobel wieder. So, meine Lieben, mich würde von euch noch interessieren, schreibt es mal bitte alles unten in die Kommentare rein. Habt ihr Hobel? Wollt ihr vielleicht in Zukunft Handhobeln? Oder benutzt ihr Hobelmaschinen dafür? Das würde mich alles mal interessieren und schreibt es mal unten in die Kommentare rein.
Ich werde euch natürlich trotzdem unten in der Videobeschreibung auch noch gerade diesen süßen kleinen Einhandhobel und so weiter, werde ich euch natürlich auch noch mal verlinken, und auch wer das Neue kaufen will, den werde ich euch natürlich auch noch Sachen unten verlinken. So Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen, euch hat's weitergeholfen. Vergesst den zweiten Teil nicht dieser kleinen Videoreihe und lasst dem Video einen Daumen da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Vergesst die kleine Glocke nicht, dann verpasst ihr auch kein Video mehr von Gipfelholz. Ich würde sagen, schöne Hobelgrüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.